Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Die neuen Titel und Taten sind bereits schon ab heute auf F9 verfügbar. Das Update wurde eigentlich erst für morgen auf F9 angekündigt und dann den Tag danach weltweit. Jetzt ist es so, dass heute auf F9 bereits schon Titel und Taten und das neue Update 28.0 war es, glaube ich, gewesen, rauskommen und dann morgen weltweit die Updates dazu erscheinen. Hier im Webshop haben wir auch schon die beiden Changelogs bzw. den Changelog vom 28.0er Update und einmal einen Blog detailliert zum neuen Feature von den Taten und Titeln. Den würde ich sagen, lesen wir uns zuerst durch, weil das natürlich, denke ich mal, die meisten interessieren wird. Und den Changelog gucken wir uns danach an, was sich dann noch so alles in diesem Update neben dem neuen Content hier getan hat. Ja. Gucken wir mal rein. Neues Feature, Taten und Titel. Was ist das Feature? Taten und Titel ist ein neues Buch in der Bibliothek der Akribie. Hier sehen wir auch schon die ersten Bilder. Ich mache das mal ein bisschen größer hier, dann sieht man das auch ein bisschen besser. Die ersten Bilder zum neuen Update hier und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, bis es, wenn es ins Game reinkommt. Wenn wir das Update heute auf F9 haben, dann wird es dazu wahrscheinlich auch morgen ein Video von mir geben, so. Genau, weil es halt eben einen Tag früher dann schon da ist, aber morgen habt ihr es dann dann auch schon. Taten und Titel ist ein neues Buch in der Bibliothek der Akribie. Hier sehen wir das, neben dem Scrapbook sehen wir, hier kommt ein neues Buch hinzu und da sehen wir auch schon die Glory. Rank gibt es hier, Bronze, Silber, Gold. Ne? Also es ist auf jeden Fall mehr, als ich gedacht hätte. Nicht einfach nur irgendwelche Pokale oder sowas sammeln, sondern halt deutlich umfangreicher. Hier findet ihr neue Herausforderungen, welche ihr absolvieren könnt. Ruhmestaten sind besondere Herausforderungen, die etwas anders als Achievements funktionieren. Diese Taten verleihen euch Trophäen, welche ihr in einer neuen Sektion in euren Character Screen ausstellen könnt, damit ihr und jeder andere Spieler eure ruhmreiche Sammlung bewundern kann. Okay, dann haben wir hier, wie im normalen Sammelbuch, auch verschiedene, okay, ich glaube viel größer geht es nicht mehr, verschiedene Pokale, beziehungsweise halt eben Einträge, die wir sammeln können. Und wenn wir die hier abschließen, dann sehen wir auch schon hier, dann sammeln wir solche Heldenpunkte, beziehungsweise sehen wir hier am Ende auch, ein bisschen größer ging es noch hier. So, dann sehen wir hier auch solche Heldenpunkte auf jeden Fall, die wir sammeln können. Manche dieser Taten ermöglichen das öffentliche zur Schaustellen von unendlich hoch zählenden Fortschritt, zum Beispiel der Anzahl besiegter Gegner in der Arena, was ich mir auch sehr gewünscht habe auf jeden Fall. Der zweite namensgebende Teil dieses Systems sind die Heldentitel. Diese sind eine Sammlung von Taten, welche euch beim Abschluss aller enthaltener Taten einen besonderen Titel verleihen, welche auf eurem Character Screen und in eurem Ruhmesregal sichtbar sein können. Okay, das sehen wir einmal hier. Ja, das ist hier das neue Symbol, beziehungsweise kann man das, glaube ich, auch sogar noch ändern. Ich hatte da auch schon andere Symbole gesehen, wo man dann hier draufklicken kann auf das Profilbild und dann kommt man halt eben zu dieser Ruhmeshalle, beziehungsweise halt dem Regal, wo die Pokale und sowas dann drin stehen. Okay, so sieht das Ganze dann aus, wenn man da draufklickt. Hier haben wir dann die zur Schau gestellten Pokale, die man hier jeweilig aussortieren kann. Hier unten sehen wir dann so einen Knopf mit Manage, da können wir dann hier halt eben die einzelnen Rewards, die wir halt eben ausstellen wollen, zur Schau stellen und halt einfach ein bisschen flexen. So, ne? Hier oben, das kann man, glaube ich, auch ändern irgendwie, ich weiß es aber nicht ganz genau, oder das ist das Symbol auf jeden Fall, was wir auch hier oben gesehen haben. Das geht, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, auch beliebig anpassbar, ich weiß nicht. Selbst das Regal kann man auch in verschiedenen Skins wohl sich holen. Also schauen wir einfach mal, lassen das auf uns zukommen, wenn es dann soweit ist. Schließt ihr eine Tat oder einen Titel als erst herab, bekommt ihr übrigens eine glitzernde Version der Trophäe oder des Titels. Dies ist nicht für alle Titel oder Taten verfügbar, wenn ihr auf einem bereits existierenden Server spielt. Okay? Also hier sehen wir im Vergleich zu den Pokalen hier unten zum Beispiel oder zu dem hier, die beiden glitzern, der nicht. Und das liegt daran, dass man die Pokale wohl als erster vom Server irgendwie abgeschlossen hat und dann hat man halt eben solche besonderen Pokale, die man zur Schau stellen kann. Genau.
Übrigens keine Sorge um eure Achievements, dies sind Links von Taten und Titelnbuch zu finden. Was sind Ruhmspunkte? Das sind wahrscheinlich dann diese hier oben. Jede Tat und jeder Titel gibt euch Ruhmspunkte. Glitzernde Varianten sind mehr Punkte wert, gehen jedoch stets nur an den Charakter, der die Tat oder den Titel zuerst abschließt. Muss ich sagen, den Punkt ist ein bisschen FOMO getrieben so, dass man so sagt, okay, schnell, 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 ich muss der Erste sein. Ist ein bisschen Druck dahinter, wenn man halt eben so eine besondere Trophäe haben will. Ist natürlich, ja, also es kann natürlich auch cool sein, aber wenn dieses Feature released wird und man ist jetzt halt zufällig jetzt gerade nicht da oder unterwegs, dann hast du halt einfach gelitten, weil alle anderen das dann schon vor dir alles dann sich einholen konnten. Das jetzt so einmalig zu machen, muss man gucken, wie es läuft. Dass das dann released wird und man ist nicht da und man holt sich diese Pokale, man kommt irgendwie dann abends nach Hause und dann ist alles schon abgeräumt. Falls es so läuft, ich weiß es nicht, das wäre natürlich ein bisschen weak. Besser wäre es da gewesen, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie öfter die Chance zu bekommen, so einen Pokal irgendwie zu kriegen. Aber ja, auf der anderen Seite macht es das natürlich auch besonders so, ne? Genau, aber mal gucken, wie das Ganze läuft. An der Stelle des alten Unterwelt-Rankings werdet ihr nun das Ruhm-Ranking finden. Dort könnt ihr euch anhand eurer verdienten Ruhmspunkte untereinander messen. Für besonders ehrgeizige Spieler findet ihr auch einen Reiter für Ruhm in der internationalen Ehrenhalle, welcher die Charaktere mit den höchsten Ruhmspunkten pro Spielwelt anzeigt. Ja, vielleicht auch interessant. Okay, und dann haben wir hier die Ruhmregale. Wie schon erwähnt, könnt ihr die Trophäen, die euch eine Tat verleiht, in euer Ruhmregal auf eurem Character-Screen ausstellen. Fühlt ihr euch in Angeberlaune, könnt ihr mal einen Blick in den Schwarzmarkt werfen. Dort findet ihr Premium-Varianten der Regale, die euch 3 zusätzliche Slots für Trophäen bieten. Über die Management-Funktion des Regals bestimmt ihr, welche Trophäe oder welcher Titel angezeigt werden soll. Ja, also das ist halt das Ding, was ich meinte. Diese Regale kann man noch unterschiedlich designen, findet man halt eben Angebote auf dem Schwarzmarkt. Kommen noch mehr Ruhmstaten. Wir freuen uns sehr, euch Taten und Titel präsentieren zu können. Wir haben ein wachsames Auge auf eure Reaktion und euer Feedback und werden entsprechend handeln, zum Beispiel neue Taten oder Titel in zukünftigen Spiel-Updates hinzufügen. Geben Taten oder Titel Attributsboni? Nein, Taten und Titel ist ein neues Spielfeature, welches ausschließlich visuell aufs Spiel einwirkt. Auch gesammelte Ruhmspunkte geben euch höchstens das Recht, bei euren Freunden anzugeben. Finde ich persönlich sehr gut, dass man da spielerisch keinen Vorteil hat. Ich hatte auch schon von ein, zwei Leuten gehört, hätte man zumindest so, keine Ahnung, 5 Punkte oder so geben können pro Attribut, aber ich finde es eigentlich okay, weil das, löst einen zusätzlichen Druck aus zwischen den Free-to-Play, Low-Eco und Pay-to-Win-Spielern, beziehungsweise, reißt das halt die Schere noch weiter auseinander und das muss halt nicht sein, das ist einfach nur halt wirklich visuell und das finde ich persönlich eigentlich ganz gut, dass das wirklich nur visuell ist und nicht irgendwie, Pay-to-Win, sodass man sagen kann, ey, ich habe da jetzt einen spielerischen Vorteil durch, ne? Genau, und zum Thema Feedback natürlich auch und Reaktion. Da würde ich natürlich auch sehr gerne mal euer Feedback in den Kommentaren mir mal durchlesen, was ihr dazu schreibt. Schreibt mal gerne unter das Video hier, was ihr jetzt erstmal so auf den ersten Blick von diesem Update so haltet. Ist das was für euch? Sagt ihr, okay, das ist ganz nice to have. Ich muss sagen, ich bin da ehrlich gesagt ein Riesenfreund von, weil gerade von diesen Long-Term-Statistiken, die ich ja so erwähnt hatte, zum Beispiel auch die alten Orden, die noch jemand von euch kennen sollte, wie viele Kämpfe in der Arena hat man gewonnen, in der Ehrenhalle, wie viele Stunden Stadtwache hat man laufen lassen. Das sind wirklich diese Dinge, die kommen jetzt mit diesen Pokalen wieder und die gab es halt früher auch bei den alten Orden 1:1 genauso. Und das finde ich geil, dass die jetzt wieder da sind und dann kann man halt so ein bisschen auch die Statistiken von einem selbst tracken. Ey, wie viel habe ich hier eigentlich schon mit meinem Char geleistet? Klar fängt das natürlich jetzt ab jetzt erst an und trackt nicht nachhaltig in der Vergangenheit, weil der ein oder andere ist natürlich auch schon ein paar Jährchen mit dabei. So, ne? Deswegen, das geht leider nicht. Das wäre natürlich übelst geil gewesen, aber
das ist trotzdem sehr, sehr nice, ab jetzt halt eben zu tracken auch dann. Ne? Genau, das soweit zu dem Taten- und Titel-Update. Wie gesagt, gerne bin ich da auf eure Meinung da gespannt. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz in den Changelog allgemein, was hier so neu ist. Ja, denn es kommt auf jeden Fall noch mehr mit dazu. Genau, Taten und Titel brauchen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, das haben wir jetzt gerade ausführlich besprochen. Dann kommt der Weltboss, die zweite Version. Passend zu Halloween haben wir ihm ein neues Thema verpasst. Über die letzten Monate haben wir viel Feedback von euch erhalten. Ihr könnt alles über unsere Änderungen, genau, das hatten wir ja auch schon soweit, uns durchgelesen, was dort alles neu ist. Der Pestdoktor erscheint, da sind wir auch schon drauf eingegangen in einem der letzten Blogs. Also die 3 ersten Dinge sind wir schon mal fertig. Dann, was jetzt neu ist der fahrende Dungeon im Nekromanten-Thema, denn hier gibt es noch ein paar Dinge zu beachten, auf jeden Fall, die ihr wissen solltet. Der fahrende Dungeon wurde stark überarbeitet und dient nun als Testmodul für uns. Wir möchten alle Spielerklassen in Zukunft als Monster verfügbar machen. Dafür benötigen wir sehr viel mehr Daten, da diese neu erstellt werden müssen. Das alles kann uns in Zukunft ermöglichen, andere Klassen in Dungeons einzubinden oder ganz neue Dungeon-Welten mit neuen Klassen zu erstellen. Ja, zum Beispiel jetzt auch den Pestdoktor, der kommt, dass der halt eben auch als Dungeon-Gegner vielleicht irgendwann mal verfügbar sein wird. Der fahrende Dungeon startet mit dem Thema Nekromant und besteht aus 50 Ebenen. Wir können nicht garantieren, dass es möglich sein wird, diese alle zu besiegen. Der fahrende Dungeon gibt keine Belohnung, kostet euch allerdings auch keine Pilze oder Tickets. Ihr könnt ihn so viel ausprobieren, wie ihr möchtet. Damit helft ihr uns, wertvolle Daten zu sammeln. Also man kann quasi auch als Free-to-Play-Spieler hier komplett durchentern, mal durchpilzen in dem Sinne. Aber es gibt halt einfach keine Rewards. So, ne? Aber das Feeling ist vielleicht trotzdem ganz nice, einfach mal sich durch einen Dungeon durchzuentern, weil es halt eben kostenlos ist. Ne? Aber es dient halt einzig und alleine zum Datensammeln. Also man hat jetzt keinen XP-Vorteil oder es bringt ein irgendwas. Es ist einfach nur dazu da, um halt eben ein bisschen neue Klassen zu testen in Bezug auf neue Dungeons eventuell. Genau. Dann allgemeine Anpassung, legendärer Dungeon, Rüstkammer. Die neue Rüstkammer taucht im legendären Dungeon auf und hilft den Klassen mit 2 Waffen oder Waffe und Schild dabei mehr Items zu erhalten. Charaktere mit 2 Handwaffen erhalten hier ein garantiertes Epic, während Charaktere mit Einhandwaffen eine Chance auf spezifische legendäre Items haben. Schildklassen haben hier eine Chance auf ein legendäres Schild. Ja, das kommt auf den letzten Ebenen, ich glaube so 95 oder so, kommt da diese Rüstungskammer und dort haben halt eben die genannten Klassen, die halt eben 2 Slots haben, eine 10%ige Chance auf ein legendäres Item. Ich weiß nicht, warum das hier nicht mit drin steht, wie hoch die Chance ist, aber ja, das ist es auf jeden Fall und alle anderen kriegen halt eben ein garantiertes Epic. Genau. Elevator wurde auch geändert, ist auch ziemlich strong. 100 neue Stockwerke und 2 neue Höllen-Raid-Stufen wurden hinzugefügt. Somit endet der Elevator nun bei 600 Stockwerken. Was auch sehr interessant ist. Ich bin extrem gespannt, wie sich das verhält, beziehungsweise wie weit wir jetzt nochmal kommen werden auf dem Main. Weil bisher auf dem Main hatten wir immer das Problem jetzt gehabt, dass die 500 bisherigen Stufen kein Problem mehr dargestellt haben. 600 Stufen könnte jetzt wieder problematisch werden auf jeden Fall. Deswegen, es war eigentlich schon irgendwann zu erwarten, dass 600 Stockwerke kommen. Ich hatte ehrlich gesagt, es kommen 666, weil es halt zum Höllenthema ganz gut passt. Aber 600 ist natürlich auch erstmal mehr als genug. Verbesserung. Die Nachrichtenlimitierung wurde angepasst. Ja, da wurde ein bisschen was geändert. Bis Level 10 bleiben keine Nachrichten. Unter Level 100 sind 20 die Nachrichten, die gesendet werden können. Über 160 und ab 200 100. Ja, dass ihr das nochmal kurz gehört habt. Und dann gibt es hier ein paar behobene Fehler. Die könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne durchlesen. Und ja, wenn ihr euch das hier reinziehen wollt, könnt ihr sehr gerne hier mal das Video pausieren. Da gehen wir jetzt aber nicht viel weiter darauf ein, ansonsten würde das wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen. Genau, dann wurde nochmal ganz kurz hier was zu F9 genannt. Die oben genannten Änderungen und Neuerungen sind ausschließlich im Update 28. Enthalten Spiele auf F9, die den alten Client Steam, iOS, Android anstelle des Preview-Clients verwenden müssen, unter anderem mit diesem Problem rechnen. Genau.
Und das soweit erstmal dazu. Und jetzt seid ihr auch erstmal soweit informiert über alle neuen Updates und Dinge, die jetzt halt eben so in sehr kurzer Zeit jetzt ins Spiel kommen werden. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das Ganze aussieht dann in-game nachher. Ich freue mich wirklich drauf, wenn ich heute wieder nach Hause komme, heute Abend, und mir das neue Update hier auf meinen Main auf F9 gleich reinziehen kann. Ja, bis dahin soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.